Nächstes sprechen wir darüber, wie man mit Technologie transformiert und wie man die Tools nutzt, um die Marken dabei zu unterstützen, ihre Strategien agil und authentisch zu transformieren. Zu diesem Thema begrüßen wir ganz herzlich Kim Theis-Beavers, Silvia Schmucker, Antje Lindemann und Alice Buchsbaum. Ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid und vielleicht bevor wir loslegen, könnt ihr euch alle einfach mal kurz vorstellen und kurz erklären, was genau ihr eigentlich macht. Weiß nicht, wollen wir mit dir anfangen, wie ihr möchtet? Können wir gerne machen. Mein Name ist Kim Beavers. Ich bin bei Chrono24 Director Brand. Und Chrono24 ist ja ein Marktplatz, wo naturgemäß normalerweise das Thema Marke gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, wir haben heute Morgen ja schon, beziehungsweise vorhin schon gehört, Customer Experience wird immer wichtiger und dementsprechend definieren wir auch Marke ganz stark aus einer Kundenzentrierung heraus. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit die Perspektive. Du, Silvia? Mein Name ist Silvia Schmucker. Ich arbeite bei Swarovski und bin dort verantwortlich für Digital Commerce auf einem globalen Level. Ich verantworte unser Flagship online, Swarovski.com, und auch unser Third-Party-Online-Business, wo wir auf Third-Parties verkaufen, wie zum Beispiel Zalando oder Farfetch. Antje. Ja, Antje Lindemann. Ich komme von Lampenwelt. Lampenwelt ist Europas größter Online-Shop für Lampen und Leuchten. Bin dort verantwortlich für CRM und B2B-Marketing und ja, mit vielen Herausforderungen verbunden. Genau, ich bin hier im Rosewood für Kommunikation und Marketing zuständig, für den Standort München, und jetzt auch ab Juli machen wir ein Fuschel auf. Das Schloss Fuschel kommt auch noch dazu. Das heißt, es sind diese 2 Standorte, die wir hier in der Dachregion jetzt ganz neu am Markt haben und uns sehr freuen, dass wir auch das Event heute hier haben. Also danke auch an Vogue Business dafür, dass ihr uns hier die Location genommen habt, und freuen uns sehr, jetzt über alles zu sprechen, was Marketing, Kommunikation und Technologie anbelangt. Ja, super. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Danke schon mal für die Einleitung. Silvia, ich werde mal mit dir starten, denn ich weiß, dass Swarovski im Rahmen seiner Lux Ignite-Strategie sehr auf Omnichannel-Transformation fokussiert ist. Kannst du uns mal ein bisschen mehr über die digitalen Prioritäten innerhalb dieser Strategie erzählen? Sehr gern. Ganz oben auf unserer Prioritätenliste für Digital Commerce steht die Customer Experience, was wir gerade auch schon gehört haben. Für uns ist besonders wichtig, dass wir ein schönes, gutes und noch luxuriöses Kauferlebnis für unsere Kunden anbieten können. Omnichannel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Verbindung von unseren Offline-Stores mit unserer Online-Welt für unsere Kunden möglichst einfach zu machen, sodass sie online einkaufen können, das Produkt in einem Store abholen können, aber das Produkt auch wiederum in dem Store detonieren können. Zudem nutzen wir auch unser Store-Netzwerk, um aus den Stores heraus an unsere Kunden direkt zu verschicken, Ship from Store. Und zusätzlich rollen wir auch noch weiter aus das Konzept Endless Aisle, sodass wir in unseren Stores, auch wenn ein Produkt nicht verfügbar ist, unser komplettes Sortiment den Kunden anbieten können. Der Kunde im Store über ein Tablet das gewünschte Produkt bestellen kann, kaufen kann und dann entweder zu sich nach Hause schicken oder in den favorisierten Store. Also es geht darum, jeden Kundenwunsch erfüllen zu können, und mit Omnichannel ist das dann auch möglich. Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie man früher einkaufen war, wie das heute ist, oder? So, jetzt ist ja Antje auch bei Lampenwelt im Zuge seiner digitalen Transformation in seine IT-Infrastruktur investiert. Welche Auswirkungen hatte denn diese bisher auf das CRM-System? Ja, wir haben so in den letzten 2 Jahren, glaube ich, jedes einzelne IT-Tool einmal getauscht. Das heißt, angefangen vom ERP-System, was so ein bisschen die Operation am offenen Herzen war, aber auch unser BI-Tool, unser PIM, also das Product Information Management, das DAM, Digital Asset Management. Das Einzige, was sozusagen übrig geblieben ist, war das CRM. Wir haben auch unsere Shops, das waren 18 im letzten Jahr, von einem Shopsystem auf das nächste noch umgestellt, und natürlich war das auch für uns, für CRM, die größte Herausforderung. Das heißt, es war so ein bisschen wie ein Neuanfang, weil wir alle Systeme einfach neu anbinden mussten. Wir brauchten eine neue Anbindung an das BI-System, wir brauchten eine neue Anbindung an den Shop und haben praktisch wieder bei Null gestartet. Und haben das aber relativ schnell auch geschafft, haben jetzt Anfang diesen Jahres noch 9 neue Länder mit hinzugenommen, also auch in der
großen Geschwindigkeit das Ganze gestaltet. Und es macht ja auch so ein bisschen kreativ. Ja, also so die Zeiten, in denen die Entwickler sehr stark beschäftigt waren mit Conversion-Optimierung und Ähnlichem, haben wir dann einfach genutzt, um neue Tools im CRM anzubinden, für die wir eben keine Entwickler brauchten, wie WhatsApp beispielsweise. Ah, sehr schlau. Jetzt ist ja sehr ähnlich, auch Rosewood, die Rosewood Group gibt es ja auch, dass sie in ihre Digital-Business- und Transformation-Team investiert hat. Was sind denn die Prioritäten dieser Teams und wie geht das Unternehmen dabei vor, das richtige Talent für diese neuen Anforderungen zu gewinnen? Genau, ich glaube, das ist ähnlich auch wie bei der Antje. Das ist natürlich für uns eine totale Herausforderung. Wir sind das 35. Haus weltweit, aber das erste in Deutschland. Das ist natürlich, dass wir ganz, ganz viel auch testen müssen, weil wir auch Brandbuilding machen. Also es gibt grundsätzlich, Rosewood kennen schon viele und wir haben es auch gemerkt, dass wir viele Geschichten von Leuten haben, die gesagt haben, wir waren schon irgendwo auf der Welt, ob es in New York oder Abu Dhabi, Hongkong, Paris, London, schon mal im Rosewood, aber es ist noch nicht so eine Brand, wo jeder dann sofort, wenn er das Wort Rosewood hört, sofort weiß, okay, das ist eine Luxury-Hotelgruppe. Das heißt, wir haben verschiedenste Kanäle genutzt und nutzen wir auch weiter, um quasi unsere Story, unser Produkt zu erzählen. Das ist Social Media, das ist die Website, das sind die digitalen Marketingkanäle, das ist auch CRM. Und da ist es natürlich auch sehr viel an auch Talenten und Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und auch Partnern. Und es ist auch hier bei uns im Team, wir haben einerseits Leute, die ganz klassisch aus dem Hotel kommen und wirklich aus der Hotelfachschule und in anderen Hotels gearbeitet haben, aber wir suchen gerade auch im Marketing auch viele Leute, die eben nicht aus dem Hotel kommen, weil ich glaube, es ist heutzutage total wichtig, auch dass man industrieübergreifend seine Kommunikation und Marketing-Tools nützt auch. Und ich finde auch, deswegen sind diese Brandpartnerschaften auch total wichtig, weil man auch so, finde ich, Zielgruppen anders, besser, interessanter erreichen kann und so Experiences auch schaffen kann, was, glaube ich, wahrscheinlich viele hier im Raum auch so sehen, dass es bleibt auch dann mehr in Erinnerung dann auch. Und jetzt habt ihr ja schon von euren Metiers erzählt, wie jetzt bei Luxusuhren ja nochmal was ganz anderes, denn da ist es ja so, dass es nicht nur ausreicht, also dass ihr die Uhren bequem verkauft und der Kunde kauft, sondern es ist wirklich, die Kunden benötigen mehr Sicherheit, wenn sie größere Budgets für hochpreisige Designs ausgeben. In welchen digitalen Tools hat das Unternehmen denn investiert, um das Kundenvertrauen zu verstärken bei euch? Genau, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, denn Sicherheit oder Kaufabsicherung klingt ja so rein faktisch. Mhm. Wenn man sich mal überlegt, es handelt sich um Liebhaberprodukte oder Objekte, die also wirklich ganz viel Herzblut und Faszination in sich tragen für den Kaufenden, muss man schon sagen, wird aus einem Hygienefaktor, der ja eigentlich Kaufabsicherung ist, ne, das würde man erwarten, weil sonst geht man gar nicht auf die Webseite und bei unseren Wettbewerbern ist es genauso, ist also total austauschbar, weil natürlich alle da auch wirklich dran arbeiten. Aber man muss sagen, wenn es nicht klappt, dann ist es ein Problem, weil dann geht es nicht nur um finanziellen Verlust, sondern dann ist die Liebe oder die Leidenschaft oder das Vertrauen also wirklich auf einer emotionalen Ebene weg. Deshalb ist dann Investment besonders wichtig und Chrono24 ist ja Marktführer, also sprich global sozusagen die höchsten Verkaufsvolumina. Und was wir versuchen, ist an der Stelle natürlich über Algorithmen, sagen wir mal, so eine Grundabsicherung erstmal zu bieten über ein Screening, also aller Listings, aller Postings. Aber wir müssen auch sagen, und da kann ich dem FC Bayern nur zustimmen, momentan, das Prompting ist noch nicht so gut. Ja, also sprich, wir arbeiten noch sehr, sehr stark manuell. Wir haben ein Sicherheitsteam von 40 Personen, die sich wirklich alles haargenau anschauen. Wir haben diese Woche ein Zertifizierungsprogramm gelauncht, wo jede Uhr zertifiziert werden kann, also auf Authentizität, auf die Echtheit und auch das Level der Echtheit. Also das ist wirklich ein Industriestandard und man merkt, dass das es immer noch braucht und dass wahrscheinlich auch das Level immer größer wird, denn was man auch sagen muss, dass mit KI die größte Gefahr ist eigentlich der Betrug. Also nicht quasi dass wir damit arbeiten, um Betrug zu verhindern, sondern es ist tatsächlich eigentlich die Ermöglichung dessen. Und dessen muss man sich gewahr sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es braucht immer noch an der Stelle so den Human Brain und das Mindset, was aus dem Bauch heraus entscheiden kann. Oh, da glaube ich, ist ehrlich gesagt ein Haken dran. Interessant. Jetzt gerade Human Brain gesprochen. Jetzt ist Schmuck zum Beispiel auch noch ein sehr persönliches, Frage an die Silvia. Schmuck ist ja auch ein sehr persönliches Produkt, da es von individuellen Geschmack abhängt. Und vor diesem Hintergrund ist die Personalisierung des Kundenerlebnisses auch ein wichtiger Schwerpunkt natürlich für Swarovski.
Vor kurzem hat Swarovski neue Clienteling-Tools eingeführt, wie zum Beispiel seinen virtuellen Concierge-Service, um das Erlebnis für Online-Kunden zu verbessern. Wie genau funktioniert das eigentlich und welche Auswirkungen hatte dies denn eigentlich auf das Kundenengagement? Ein sehr, sehr spannender Test, den wir aktuell machen mit dem Concierge-Service. Wir testen es aktuell in 3 verschiedenen Ländern, um mehr darüber zu erfahren. Grund dafür ist, dass wir das Beratungserlebnis, was der Kunde normalerweise im Store hat, auch online erfahren kann, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Hier ist das Concierge-Team via Live-Chat oder via Video, entweder spontan, wenn er auf der Webseite ist, und dann angesprochen wird, oder auch bei der Terminvereinbarung im direkten Austausch mit dem Kunden, um ihm die Beratung entsprechend anzubieten, kann dabei auch sehen, was der Kunde sich ansieht, entsprechende Produktlinks auch teilen und ihm so das Gefühl von einer direkten Beratung zu geben. Wir haben die ersten Zufriedenheitsraten auch von unseren Kunden, was konstant über 95% liegt, was sehr vielversprechend ist für uns. Und jetzt für ein Unternehmen wie Lamberth geht ja Produktinnovation Hand in Hand mit digitaler Innovation, vor allem das Smart Homes, ich meine, das gibt es ja mittlerweile überall, smarte Beleuchtung, Smart Homes. Hat die Einführung smarter Produkte interessante Daten darüber geliefert, wie Kunden ihre Produkte nutzen oder welche Bedürfnisse sie haben? Das finde ich total spannend. Und wie nutzt ihr eigentlich diese Daten, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern? Ja, das ist ein spannendes Thema und Smart Home ist erstmal ja was ganz Technisches. Und das ist auch, glaube ich, so das Erste, was wir festgestellt haben, auch in unserer Kampagnenplanung, dass auch wir selber ganz viele Fragezeichen hatten. Und das wird unseren Kunden auch gar nicht anders gehen, weil es einfach ein sehr erklärbedürftiges Produkt ist, weil es ganz viele verschiedene Systeme gibt, die auch nicht alle miteinander kompatibel sind. Wir haben auch Smart Home Beleuchtung, Smart Home Sicherheitssysteme und smarte Heizungsunterstützung im Angebot, und alleine diese 3 Themen sind schon für sich, glaube ich, so, dass man da Journeys, Miro-Boards ohne Ende malen könnte, um ganz viele Ideen zu haben. Und deswegen haben wir ganz pragmatisch dann gesagt, okay, wie können wir denn eigentlich unseren Kunden erstmal sagen, was ist denn dein Mehrwert? Und haben uns dann mit einem Kollegen zusammengesetzt, der wirklich Smart Home lebt und liebt und der so begeistert war, dass ich am Ende gesagt habe, okay, ich stelle mich jetzt mal als Versuchskaninchen zur Verfügung. Sag mir doch mal, wie ich anfangen soll, und ich probiere das. Und dann haben wir das sozusagen ein bisschen begleitet. Das heißt, wir haben mit dem Starter-Kit gestartet, wir haben smarte Leuchtmittel bei uns zu Hause eingesetzt. Mein Sohn war dann Feuer und Flamme und sein ganzes Zimmer leuchtet immer blau und rot und mit der Musik und allem Möglichen. Haben dann den Garten auch noch mit einem anderen System, was aber kompatibel ist, ausgestattet und haben das sozusagen auch alles in so ein paar Stories gepackt. Haben Newsletter dazu gemacht, wo wir so einen praktisch smarten Tagesablauf mal nachgespielt haben, von der smarten Steckdose, die morgens die Kaffeemaschine startet, bis abends zu der Leiste unterm Bett, die dann nachts den Weg zur Toilette weist, ohne dass der Partner aufwacht. Wow. Und so versuchen wir uns daran zu tasten. Und natürlich haben wir die Herausforderung auch, dass viele Kunden, dass wir nicht wissen, womit die gestartet haben. Wir sehen, was sie gekauft haben und können darauf reagieren und können sozusagen Ansatzpunkte liefern und Einstiege liefern. Wie fandest du das, in so einem Smart Home zu leben? Wie hat dir das gefallen? Ich bin im Winter totaler Fan davon, weil wir so früh aufstehen müssen, weil mein Sohn so früh zur Schule muss, weil der Bus fährt, dass wir morgens in ein beleuchtetes Wohn-Esszimmer kommen und in eine Küche kommen. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, morgens damit zu starten, muss ich sagen. Und wahrscheinlich gibt es nicht diese Streitereien, jetzt macht doch mal das Licht aus und solche Sachen. Das ist ganz praktisch. Kann man wenigstens den Computer blamen. Das finde ich gut. Jetzt bleiben wir bei den Daten. Kim, Chrono24 hat ja auch eine wirklich einzigartige Funktion, Chronopuls, die fast wie ein Aktienmarktindex für gebrauchte Uhren ist. Kannst du uns mehr über die Daten erzählen, die in diese Funktion einfließen und welche Auswirkungen sie auf den Verkauf und Marketing hat? Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ehrlich gesagt der spannendste Aspekt an Data Mining, dass wir eigentlich die Daten-Insights zurückspiegeln an die Öffentlichkeit. Okay. Ja, also wir haben... Kann ich mir das vorstellen? Also wir haben quasi mit ChronoPulse haben wir quasi in Echtzeit transaktionale Daten. Also sprich, wir wissen eigentlich genau, welche Referenz zu welchem Preispunkt heute, gestern, vorgestern gehandelt wurde und können darüber natürlich dann auch schon Perspektiven ausmachen. Wir wissen auch, welche Uhren trending sind.
Das Interessante ist, dass wir das aber gar nicht nutzen. Okay. Weil wir noch bislang entschieden haben, dass wir das wirklich eigentlich erstmal nur als Branchenwissen veröffentlichen. Denn wir sehen uns ja auch ein Stück weit als Community Booster. Also sprich, das ist für uns ein ganz starkes Element für Data-led PR, also quasi wirklich Reports rauszubringen, themenbezogen, als auch quasi sozusagen den Communities oder beziehungsweise auch ehrlich gesagt in Innovationsgruppen sozusagen darauf arbeiten zu lassen. Und ich glaube, dass dieses Data Mining oder dieser Datenpool natürlich bei uns das größte Kapital ist. Ich glaube, es ist allen bewusst, dass es natürlich eigentlich dahinter steckt, dass man da an der Stelle natürlich wahnsinnig viel Wissen über Luxussegmente und Zielgruppen generieren kann. Aber wie gesagt, das tun wir in diesem Moment noch nicht, sondern wir arbeiten eigentlich nur mit den transaktionalen Daten. Und da hast du recht, das ist genauso wie ein Aktienkurs. Also es sind ja Wertanlagen, es geht rauf und runter. Momentan geht es ein bisschen runter. Jeder wartet quasi auf den Sweet Spot zum Verkaufen oder zum Kaufen. Und nur ein Beispiel, dahinter steckt zum Beispiel auch die Chrono24 Watch Collection. Und da sind Uhren in einem Gesamtvolumen von 53 Milliarden Euro drin. Und das bedeutet, es sind 8% der weltweit jemals produzierten Uhren, über die wir quasi Daten besitzen. Und das ist natürlich ein Pfund. Wow. Daten sind eigentlich das größte Guthaben, also, oder? Absolut. Da stimmt jeder zu. Wahnsinn. Wow. Antje, nochmal zu dir. Lampenwald hat ja auch ein bedeutendes B2B-Geschäft und mir ist auf der E-Commerce-Webseite aufgefallen, dass es eine Pro-Shop-Funktion für Geschäftskunden gibt, um ihnen bei der Verfolgung von Projektbedürfnissen zu helfen. Was müsst ihr eigentlich tun, um diese Geschäftskunden im Vergleich zu euren typischen Kunden beizubehalten und zu bedienen? Ja, also Daten. Ja, Daten sind immer gut, auf alle Fälle. Was, glaube ich, einer der größten Unterschiede ist und weswegen wir auch uns dieses neue Modell sozusagen überlegt haben, dass wir eine extra Plattform auch für die B2B-Kunden haben, ist, dass die natürlich andere Anforderungen an ihre Einkaufsmöglichkeiten und Zyklen haben. Ja, während der B2C-Kunde bei uns lange Kaufzyklen hat und eher bedarfsgetrieben einkauft, wenn er umzieht beispielsweise, ist es im B2B-Business eben ganz anders und auch was die Kundengruppen angeht, natürlich sehr unterschiedlich. Wir arbeiten viel mit Branchen, weil wir natürlich sehen, dass Architekten beispielsweise völlig andere Bedürfnisse haben als ein Elektriker. Das heißt, das Produktsortiment muss so breit aufgestellt sein, dass es all diesen Bedürfnissen entspricht. Und dass wir aber auch diese besonderen Ansprüche der verschiedenen Branchen berücksichtigen können dabei. Also ein Architekt beispielsweise, der vielleicht eher an Designerleuchten interessiert ist, der hat natürlich einen anderen Blick dafür als ein Elektriker, ich habe gerade neu gelernt, es gibt Leuchten, die heißen Kniescheiben, weil das sind so diese typischen Treppenhausleuchten, die es immer gibt, die so leicht gewölbt sind nach außen, weswegen die wohl im Fachjargon so genannt werden. Jedenfalls haben wir deshalb gesagt, wir müssen einfach einen anderen Ansatz wählen. Das ist ein geschlossener Shop. Unser B2C-Shop ist offen. Das heißt, man muss dort sich auch nicht als Kunde registrieren, eben aufgrund der langen Kaufzyklen für den B2B-Kunden. Wir haben gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir ein System haben, wo er auch immer wieder sich einloggen kann und ein Kundenkonto hat, wo er eine sehr einfache Übersicht über all seine Projekte und Bestellungen hat. Und das, was du angesprochen hast mit den Projektlisten, ist sozusagen die Idee, dass man verschiedene Projekte, die normalerweise ja auch betreut werden von den unterschiedlichen Handwerken, übersichtlich geordnet hat und sozusagen auch für einzelne Projekte dann immer separate Warenkörbe hat und dann auch sehr leicht wieder bestellen kann. Okay, spannend. Jetzt reden wir nochmal über früher und heute sozusagen. Jetzt ist Tradition für Rosewood Hotels sehr wichtig, insbesondere da ja viele eurer Immobilien historische Wahrzeichen sind, wie auch dieses hier, denke ich mal, die sich von lokalen Geschichten, Architekturen und sogar Familien inspirieren lassen. Dennoch ist das Geschäft auf jeden Fall zeitgemäß. Wie schafft es denn Rosewood, dieses Gleichgewicht in seinem Marketing und Storytelling umzusetzen und zu erreichen? Ich glaube, wir haben den totalen Luxus, dass wir in so ein prachtvolles Gebäude hier eingezogen sind. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du quasi ein Hotel ganz neu baust, irgendwo auf der Wiese, und dann hast du ein
quasi weißes, kahles Gebäude, kann ich mir vorstellen, ist viel schwieriger, eine Geschichte zu erzählen. Aber wir haben hier wirklich, das Tolle ist, dass wir so viele Geschichten erzählen können, sowohl aus der Vergangenheit, aus der Geschichte des Hauses, dass mal eine Bank gewesen ist, dass wir hier in diesem schönen Palinau-Haus Preising auch drinnen sind. Gleichzeitig wurde aber auch alles kernsaniert und wir haben mit tollen Architekten, Interior-Designerinnen, mit der Caroline Dippold und der Tara Bernard zusammengearbeitet, die einfach dieses Haus, finde ich, in einen sehr zeitlosen Gebäude umgebaut haben auch. Das heißt, es ist schon so, wenn man reinkommt, hat man nicht das Gefühl, dass das Haus eigentlich ganz neu gebaut wurde. Wenn man die Bilder vom Architekten sieht, wo quasi nur die Außenmauern einmal gestanden sind, weiß man, hui, da war ganz schön viel Arbeit da drinnen. Und das ist für uns schön hier, weil wir ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten erzählen können. Also wir können vom Haus die Geschichte erzählen, wir können von unseren Designern die Geschichten erzählen, wir können auch von München die Geschichten erzählen, weil gerade auch im amerikanischen Markt ist München oft bekannt als Oktoberfeststadt, aber es gibt, und das wissen wir auch alles, noch 1000 andere Sachen, die man hier in München erzählen kann, und ich finde, es gehört auch zum Marketingplan eines Hotels auch dazu, dass man nicht nur von sich selber spricht, sondern auch von der Location, wo man gerade ist. Und wir arbeiten sehr viel mit Tastemakern, mit verschiedenen Brands zusammen, dass ich glaube, dass wir auch quasi auch in der Zukunft auch noch Geschichten erzählen können, die mit dem Hier und Jetzt zu tun haben und nicht nur, dass wir uns auf die Lorbeeren zurücklehnen und sagen, hier, wir haben hier ein altes Haus und das ist das quasi das, was unser USP ist, sondern ich finde, da gibt es auch jeden Tag, auch für uns selber, gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken, und ich finde auch mit jedem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, gibt es dann noch einmal neue Sachen zu entdecken oder Sachen zu sehen, die uns vielleicht selber noch gar nicht aufgefallen sind, wo du auch, Bea, als wir letztens darüber gesprochen hast, auch noch mal ganz viele Elemente beobachtet hast hier, wo ich mir dachte, ach witzig, ist mir persönlich noch gar nicht aufgefallen, aber stimmt total, was du sagst. Also ich glaube, das ist der Mix, den wir haben, und ich glaube auch noch mal zurückzukommen auf Schloss Fuschl und auch in Wien sind wir in der alten Bank, auch da ist genau das Gleiche. Auch da haben wir auch die Geschichte des Hauses, und das Schöne an Rosewood ist auch, dass sie gerade in Europa wirklich so diese historischen Gebäude suchen. Also in Amsterdam ziehen wir in den alten Justizpalast ein, in London ist das zweite Haus die ehemalige amerikanische Botschaft. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Gebäude, die dann auch offen for public sind und dann Gott sei Dank nicht einfach in, sagen wir, langweilige Büros oder Wohnbereiche umgebaut werden, sondern da wird immer wieder was Neues zu erzählen geben. Eine sehr dankbare Marke, würde ich sagen, auf jeden Fall Rosewood. Jetzt ist Swarovski ja auch ähnlich traditionsreiche Marke. 129 Jahre Geschichte, stimmt das? Ja, 129 Jahre. Das ist richtig, ja. Das ist Wahnsinn. Und das Unternehmen befindet sich immer noch im Familienbesitz auch. Das fand ich auch super spannend. Wie bindest du verschiedene Interessengruppen ein, um positive Veränderungen und die digitale Evolution voranzutreiben und gleichzeitig diese Merkmale des Erbes, also die DNA von Swarovski, zu schützen? Fand ich auch sehr spannend. Kreativität und Innovation war schon immer Driving Force von Swarovski. Es hat angefangen mit der Vision von Daniel Swarovski 1895, der Gründer des Unternehmens, der einen Diamanten für jede Frau und jeden Mann erstellen wollte. Und das ist echt die perfekte Ausgangslage, um auch weiter die digitale Innovation voranzutreiben. Zudem, wir haben gehört, Data ist wichtig. Wir arbeiten auch nach dem Prinzip Lead by Data. Das hilft natürlich auch ungemein, weil in Digital kann man alles messen, man kann alles testen und kann dann auch viel klarer sagen, was der potenzielle Impact ist von neuen Tools oder neuen Technologien, die man einsetzen möchte. Somit kann man auch viel besser seinen Stakeholdern erklären, was das für sie und für den Kunden für Nutzen hat. Interessant. Und jetzt bei dir, Kim, der Marktplatz für gebrauchte Luxusuhren ist ja dafür verantwortlich, Kunden über ihre Uhren und die Geschichte der Marken, die ihr führt, aufzuklären. Das hast du ja auch schon ein bisschen erzählt. Es handelt sich um eine sehr unterschiedliche Marken- und Engagementumgebung im Vergleich zu den Markengeschäften der Luxushersteller. Wie schafft ihr es denn, dass die Leute bei euch kaufen und nicht direkt bei den Marken? Nochmal kurz abzukürzen, weil es gibt ja den sogenannten Graumarkt. Ja, ein ganz böses Wort. Die Maisons hassen uns dafür natürlich, denn lange Wartelisten steigern den Preis auf dem Graumarkt, und deshalb kaufen bei uns ganz viele Leute. Aber es kaufen bei uns ja auch sehr viele Sammler, also tatsächlich Sekundärmarkt, und das ist eigentlich das Hauptgeschäftsfeld. Man muss aber auch sagen, dass sowas wie Brand Engagement, andersrum gesprochen,
Marktplatzmodelle leben ja immer von Supply und Demand. Ne? So ein ganz einfaches Modell. Ne? Also wenn der Supply da ist, dann ist auch der Demand da und dann stimmt der Preis und so weiter und so fort. Wir merken aber auch, und das hat ja Airbnb auch gemerkt, dass es dann doch ab irgendeinem Zeitpunkt zu einer Markenbildung kommen muss, denn ansonsten bleibt die Erfahrung, auch selbst wenn es ein Marktplatz ist, austauschbar. So, und dieses Brand Engagement, das versuchen wir gerade aufzubauen, ganz stark über Community-Arbeit first. Also sprich, wir kümmern uns wirklich um unsere Watch-Experts, Blogger, Influencer und so weiter, aber eben auch wirkliche Koryphäen und Autoren, weil wir sehen, dass das für uns natürlich ein Resonanzkörper ist. Also jetzt nicht nur Social-Media-mäßig, sondern tatsächlich auch für die Reputation des Hauses. Und was auch noch hinzukommt, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wir sind ja unabhängig. Also auch wenn LWM-Asch bei uns ein Investor ist, sind wir ja unabhängig, sprich wir besitzen die Uhren nicht, also nur ganz, ganz wenige davon. Also sprich wir haben kein Interesse, welche Uhr verkauft wird, sondern wir haben ein transaktionales Modell, also sprich wir verdienen am Verkauf, aber nicht an welcher Uhr. Und die Unabhängigkeit führt uns natürlich auch zu dem Punkt, dass wir viel journalistischer arbeiten können, also viel unabhängiger und eben auch zum Teil auch subjektiver, also gerade wenn es um Meinungsbildung und Kommentierung geht von Novelties, was sehr ungewöhnlich ist für ein eigentlichen digitales Commerce-Unternehmen. Ne? Denn ich vergleiche uns immer so ein Stück weit mit den E-Retailern wie Mr. Porter. Ich glaube, das ist so das Ziel natürlich. Aber auf der anderen Seite merkt man dort eben auch, die sind natürlich viel transaktionaler, weil die wollen ihre Produkte verkaufen. Und bei uns ist es halt ein bisschen anders. Deshalb können wir viel mehr Hintergrundgeschichten erzählen. Interessant. Jetzt ist das Thema ja ein bisschen Online- und Offline-Shopping. Silvia, jetzt ist bei euch auch das Handy, das hast du vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, zu einem wichtigen Zugangstor für Kunden geworden, insbesondere um die Lücke zwischen Online- und Offline-Shopping zu schließen. Ich weiß nicht, ob du noch mal was ergänzen möchtest. Wie hat sich denn die Rolle des mobilen Einkaufs in Swarovski Omnichannel-Strategie in den letzten Jahren entwickelt? Du meintest ja schon, dass es da so einiges gibt. Mobile war schon seit langer Zeit sehr wichtig. Auch unser Mobile-Traffic-Anteil ist extrem hoch seit vielen Jahren und wir arbeiten auch unter der Prämisse Mobile First. Das heißt, was auch immer wir neu entwickeln oder anpassen, machen wir immer zuerst für Mobile und erst danach im Anschluss passen wir Desktop an. In dem Sinn ist Mobile, der Kunde oder die Kunden nutzen es, um neue Inspirationen zu finden, sich über neue Kollektionen zu informieren, wenn sie unterwegs sind, auch den nächstgelegenen Store zu finden oder auch einen Termin auszumachen über Mobile, um dann in den Store zu gehen. Also ich glaube, Mobile ist, was auch jeder von sich selbst weiß, allgegenwärtig. Und hast du denn aber, das interessiert mich jetzt mal, habt ihr denn aber das Gefühl, dass online viel mehr geshoppt wird als offline oder wie ist denn der Swarovski-Kunde da? Es gibt immer noch sehr viele Kunden, die gerne offline kaufen. Es ist ja auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis als online. Es kommt immer auf den Kunden drauf an, was er auch gerade für ein Bedürfnis hat, ob es vielleicht auch ein spontaner Kauf ist. Wir haben auch sehr viele tolle neue Store-Konzepte. Ich kann nur empfehlen, mal am Marienplatz vorbeizugehen. Da ist einer davon, der ist wirklich wunderschön und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und viele Kunden, die auch einfach nur vorbeilaufen, gehen dann in den Store hinein und lassen sich dort inspirieren und kaufen dann auch was, obwohl sie es vielleicht gar nicht vorhatten. Online gehen sie vielleicht auch, weil sie die Marke schon kennen oder weil sie irgendwas gesehen haben, gucken sich das dort an, wollen es aber vielleicht vorher doch mal anprobieren im Store. Und es gibt auch die es dann online auch ausprobieren. Wir haben auch ein Virtual Try-On für Sonnenbrillen, was Kunden auch sehr gerne nutzen und kaufen das dann online. Also beides ist wichtig und ich glaube, beides zusammen macht es nochmal stärker. Und bleiben wir doch bei Online und Handys. Alice, einige der Immobilien im Rosewood-Portfolio haben ja ihre eigenen Apps, habe ich gelernt, während andere soziale Medien wie WeChat benutzen. Auf welche Funktion konzentriert sich denn Rosewood bei der Entwicklung einer mobilen Erfahrung und wie verbessert dies den Aufenthalt des Kunden? Warum weiß ich nichts von diesen mobilen Apps? Das wüsste ich gerne, ich bin so oft hier. Genau, also
wir machen es immer, es gibt so 2 Wege bei uns. Einerseits ist das quasi das Interne, also wir haben eine interne Rosewood-App, die quasi für alle Rosewood-Mitarbeiter zu verwenden ist. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Tool, weil man dadurch auch sehr viel über die anderen Properties erfährt und auch erfährt, was die dort machen und planen. Und ich finde, wir sind sehr eng vernetzt mit unseren anderen Properties. Und das ist quasi einerseits online, aber dann geht es auch wieder ins Offline, ne? Weil ich glaube, auch durch diese Vernetzung, die wir durch diese App haben und durch die Geschichten, die dort erzählt werden, sind auch alle sehr, sehr viel sehr reisewütig und wir haben sehr viele Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Properties, die zu uns kommen oder wir zu denen fahren. Das heißt, das finde ich schön als Unternehmen, wie du so durch eine App auch schaffst, dass man so als Kollegen sich vernetzt, weil man lernt, finde ich, sehr, sehr viel auch von anderen Ländern. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, heutzutage auch zu schauen, was sind so die Best Cases, die es in anderen Ländern gibt. Was können wir auch nicht nur lernen, sondern was können wir auch zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist natürlich hier auf dem deutschen Markt, würde ich auch sagen, haben wir noch nicht spielen wir noch nicht das alles aus, was wir vielleicht am asiatischen Markt ausspielen, weil da gibt es schon auch regionale Unterschiede dann auch. Das heißt, hier ist es wirklich Instagram, was wir einfach am allermeisten nutzen auch. Da haben wir 2 Instagram-Kanäle, einmal fürs Hotel und einmal für unsere Bar. Und das, finde ich, ist etwas, was quasi, finde ich, jetzt in Deutschland noch immer am allerstärksten auch ist, einfach auch einerseits, dass du quasi die Brand Awareness bekommst und dann auch einfach deine Geschichten, die du dann noch zu erzählen hast. Und ich glaube, wir arbeiten schon auch und schauen auch, was andere Brands machen. Wir schauen sehr, sehr viel, was Fashion Brands machen, weil ich finde, Fashion Brands sind da auch sehr innovativ und proaktiv auch. Schauen uns dann einfach an, was es da für Möglichkeiten auch noch in der Zukunft auch für uns gibt. Das bleibt also spannend. So, jetzt habe ich noch eine Frage an euch alle, weil die Zeit läuft schon wieder weg. Und zwar könnt ihr jetzt vielleicht jeder einzeln beantworten. Auf welche neuen Technologien oder Tools freut ihr euch eigentlich am meisten in der Zukunft? Vielleicht fangen wir mit dir wieder an, Kim. Ja, jetzt widerspreche ich mir, glaube ich, selber, denn ich würde sagen, es ist KI. Aber aus anderen Gründen, und zwar aus rein pragmatischen. Das Mikrofon braucht. Nee. Aber ich glaube, es wurde gehört. Also aus rein pragmatischen Gründen, weil ich freue mich zum Beispiel darauf, dass man gerade bei uns, wo wir keine Property haben über Bilder, einfach Bilder generieren kann. Das ist, glaube ich, an der Stelle für viele Unternehmen einfach wirklich viel einfacher und effizienter, also budgeteffizient. Ich kann mich Kim nur anschließen. Generative AI, das Top-Thema ist unglaublich spannend. Das entwickelt sich so unglaublich schnell. Das heißt, auch was aktuell vielleicht noch nicht gut funktioniert, sieht in einem halben Jahr schon ganz anders aus. Es wird uns helfen, ganz andere neue Effizienzen zu gewinnen, schneller zu sein. Wir haben auch die ersten Use Cases, wo wir es schon ausprobieren, zum Beispiel mit Übersetzungen. Wenn man übersetzen muss in 25 Sprachen, kann das mit AI die Zeit enorm verkürzen. Das macht einen enormen Unterschied. Wir haben verschiedene Use Cases. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Also davon kann ich dir tatsächlich ein Lied singen. Ich musste diesen ganzen Text von Englisch auf Deutsch übersetzen. Es hat sehr gut geklappt mit Chat. Ja, weil meine Güte, sonst wäre ich 3 Wochen damit beschäftigt gewesen. Das ist Wahnsinn. Aber es ist auch scary, weil es ist, wie gesagt, man muss ja trotzdem gucken. Es ist nicht 1:1 gleich, es ist nicht richtig. Und ja, es ist vor allen Dingen, was mich halt beängstigt, vor allen Dingen, wenn man Images herstellt, ist es halt einfach, man weiß halt irgendwann, glaube ich, nicht mehr, was Realität ist und was echt ist. Und davor habe ich so Angst. Das ist ja auch das, was Michael vorhin angesprochen hatte. So, meine Liebe, kommen wir zu dir. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also wir haben auch schon ein paar Experimente sozusagen gemacht gerade mit den Bildern, weil wir häufig auch einfach Freisteller haben, die aber dann in unterschiedliche Hintergründe gesetzt werden können mit AI, was, glaube ich, uns sehr, sehr weiterhelfen würde, auch für die verschiedenen Zielgruppen und auch für die verschiedenen Länder, weil es kann ja auch sein, dass einfach die Hintergründe oder die Bilder einfach komplett anders sein müssen. Ja, wenn ich an Schweden und an Spanien denke, dann sehen allein die Häuser völlig anders aus und dann brauche ich eben das Ganze nur einmal sozusagen aufzusetzen. Sprache genauso. Wir haben ja auch 27 Länder, das heißt 27 Sprachen und die AI kann noch nicht alle. Also Polnisch beispielsweise ist eine Sprache, die noch gar nicht gut funktioniert, habe ich mir sagen lassen.
Aber ich bin mal sehr gespannt. Wir haben so einen internen Wettbewerb. Das heißt, jede Abteilung darf sozusagen Ideen einbringen, an welchen AI-Projekten intern weitergearbeitet werden soll. Und ich bin mal sehr gespannt, wer da das Rennen macht. Es bleibt spannend. Und bei dir, Alice? Genau, ich habe leider auch nichts anderes. Ich glaube, es ist ja eben diese Herausforderung, und genauso wie du gesagt hast, Rabea, ist auch schon eine Angst dabei auch, weil ich finde, ich hoffe, dass nicht alles mit AI generiert wird in der Zukunft, sondern dass auch immer noch dieser persönliche Kontakt und die menschliche Kreativität auch weiter gefördert wird und man sich nicht dann 100%ig auf irgendwelche AI-Tools verlassen kann und verlassen soll. Und ich glaube, es ist auch gerade in der Luxuswelt auch, es ist immer, Experience schaffst du auch mit einfach persönlichen Erlebnissen, Offline-Erlebnissen und deswegen hoffe ich auch, dass trotzdem auch in allem, was das Internet uns alles bietet, dass zum Beispiel Printmagazin auch noch weiter erhalten bleibt und auch Bücher erhalten bleiben und alles Mögliche, was da dazugehört auch, weil ich finde, das gehört auch zum Geschichten erzählen und es bleibt spannend, würde ich sagen. Also es bleibt spannend, ob auch Instagram, WeChat, ob das jetzt die Tools sind, die jetzt die nächsten 10 Jahre auch noch sich halten oder ob wir, ähnlich wie bei Facebook, es dann in eine ganz andere Richtung dann auch geht vielleicht. Was ich mich immer frage, ob das wirklich nur so ein Generationsding ist, weil wir hier sitzen, irgendwie kennen die Bücher und die Kassetten, sage ich schon, die Kassetten, wow, Bücher und alles noch, aber die neue Generation, die wird ja gar nicht unterscheiden können, was AI oder persönlich, ich weiß gar nicht, ob da diese Berührungspunkte noch so sind. Also es bleibt wirklich spannend. Gerade beim Thema Musik zum Beispiel, also Musik ist zum Beispiel, was ich finde, was sehr, sehr scary auch ist, weil im Endeffekt brauchst du eigentlich fast keinen Komponisten mehr, sondern und da geht auch das ganze Copywriting rein. Ja, aber die Emotion fehlt halt, sage ich immer, menschlich die Emotion. Und so wie es beim Fußball vorher war. Genau, ganz genau. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen wirklich spannenden und interessanten Talk. Ich habe mal wieder super viel gelernt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Könnt ihr vielleicht schon mal einen kleinen Applaus geben.